Die war gar nichts. Die war gar nichts. Und dann? Null. Soll ich dir das mal so in die Hand schmeißen? Dankeschön. Bild. Seit 2 Wochen ist die. XXL? Soll ich dir den Prügel mal zeigen? Ja. Ja, so mal. Ja. Ja, dann haben wir auch die Leute. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Du heißt? Matthias, Matthias. Wo sind wir jetzt hier, Matthias? wir sind hier im Jade-Weser-Port in Ja. Wilhelmshaven. Ja. Sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus hier. So, da noch ein bisschen. Zack, der dritte. Frühstück um 9. Ja, es geht aber schon ab 6:30 los bei uns, ne? Die war gar nichts. Die war gar nichts. Und dann? Null. Ich habe aber das Potenzial gesehen und habe mir gedacht, ach, hier müsste man mal so einen Foodtruck oder eine Frittenbude hinstellen. Ja, und so ist das dann halt alles gekommen, ne? So von der Jungfrau zum Kind. Ne? Hallo, Einen wunderschönen Tag auch. da stehst du da und guckst Fernsehen? Einmal, genau, Hör mal, ein Frikadelle mit Brötchen. im Brötchen, Brötchen. mit Senf und warm. Ja, Jetzt sind wir im Geschäft. Frikadellenbrötchen. Ja, das ist. Viele sagen dazu ein Hafendöner. Deswegen, genau. Hafendöner? Ja, wir sind mit den Kunden hier auch gewachsen. Okay. Und deswegen auch Dönertüten. Ne? Frikadelle, warme Frikadelle da drauf und dann Okay. sagen wir mal alle Hafendöner. Also du bist selbst nicht Gastronom. Nein, ich komme nicht aus der Gastronomie. Ja, du hast Leben lang Flugzeuge gebaut. Gelernt- Produziert. Gelernt habe ich mal Maschinenschlosser. Früher hieß es noch Maschinenschlosser. Ja, bin dann 12 Jahre zum Bund gegangen, habe anschließend meinen Industriemeister Metall gemacht. Ja, und bin dann irgendwo in der Luftfahrt geblieben, weil ich 12 Jahre bei den Heeresfliegern war, Hubschrauber. Und bin dann halt da geblieben. So, und fertig ist er, der Hafendöner. Soll ich dir das mal so in die Hand schmeißen? Dankeschön. Bild. Ich bin ja nur mit den Hunden spazieren gegangen, weil hier war ja nichts, hier konnte man richtig gut mit den Hunden spazieren gehen. Mittlerweile kommt es ja nun langsam, Gott sei Dank. Und ja, dann hatte ich das Konzept fertig gemacht und dann kam die erste Frage, warum sollen die Leute ausgerechnet zu mir kommen? Ja, die muss man sich natürlich stellen.
Und daraufhin habe ich mir gedacht, nee, wenn, dann wird es ein klassischer Imbiss, ein klassischer deutscher Imbiss und ich gehe auf die Currywurst. Dann habe ich die Vertreter damals, kurz vor der Öffnung, waren die Vertreter alle hier und mit dem einen bin ich super klar gekommen. Und der sagte dann so, weil wir schon so viel versucht hatten mit der Currysoße, alles ausprobiert haben aus dem Internet. Wir haben die Berliner Currysoße kommen lassen. Wir haben wirklich alles ausprobiert, aber irgendwie, das war nicht so das Ding. Nee? Ja, nee. Und wir haben ja auch diese klassische norddeutsche Currywurst, das ist ja diese Currybockwurst. Wir bieten aber zusätzlich auch die Brat-Currywurst an. Das sind dann halt die Thüringer Originalbratwürstchen, ne? Mit unserer Soße. Ja, und dann bin ich halt mit dem Vertreter, der hier war, sind wir dann los nach Holland und in so ein Lebensmittellabor mit so einem Lebensmittelhersteller, so ein ganz kleiner. Und dann haben wir da mal... Also in Deutschland nichts gefunden? Ich habe die Suche irgendwann aufgegeben. Wir haben aus dem Internet wirklich Rezepte von Cola, einen Liter Cola abkochen auf ein Dreiviertel mit ein bisschen Essig und dies und jenes, war super lecker. Aber die Zeit hat man halt nicht. Wenn man dann da 2 Stunden steht, um 1 Liter von dieser Soße zu kriegen. 1 Liter Soße, das sind, was weiß ich, 10, 15 Currywürste, bringt ja nichts. Wer soll denn das alles machen? Ja, und dann haben die mir da so eine Soße zusammengeschneidert. Mehrere, 3 Stück. Und dann habe ich dann meine Currybockwurst damit hingegeben, damit wir das abstimmen kommen. Haben wir alles probiert. Ja, und dann sind wir halt bei einer Soße geblieben, die wir heute hier für unsere Currywurst benutzen. Und die kommt begeistert an. Also die Leute finden es klasse. Und die Soße kommt jetzt aus Holland? Die kommt aus Holland. Die hole ich dann immer persönlich aus Holland ab. Und mittlerweile hat sich das rumgesprochen, so als, nennen wir es mal Geheimtipp. Wir haben ja hier den Huxil, großen Campingplatz und Schillig. Und dann kommen die mit ihren Fahrrädern im Sommer, in Sommerzeit, kommen die hier runtergefahren, weil sich das rumgesprochen hat, schon bis da oben. Und dann sitzen die hier hin und dann Currywurst, Pommes, Mayo bitte. Ne? Ja, ich meine, das kann man ja auch lesen aus den Rezessionen auf Google Maps. Da sind ja wirklich viele gute schon dabei. Ne? Ja, jetzt gibt es uns 6 Jahre, fast 7. Haben schwierige Zeiten durchgemacht. Wir hatten gerade eröffnet, dann kam natürlich die Pandemie. So, und dann fing es langsam an, sich auch hier zu entwickeln. Dass eine Halle gebaut wurde, dann wurde die nächste Halle gebaut. Jetzt ist Hapag-Lloyd hier mit eingestiegen. Ne? Und beide Kotelett? Ja. Aber die ist kalt, macht euch heute Abend warm, oder? Habe ich selber Brauchst du nicht warm machen, wir haben selber Mikrofonsohn. Ja, habe ich vernommen. Heute schon um 4 gebraten? Ja, morgens immer gebraten. Die werden wir gleich nochmal braten müssen. Auch Frikadellen noch und so. Genau, angefangen habe ich mit 3. Das sind die Bestandscontainer, die hier in der Mitte stehen. Mittlerweile haben wir 8 von der Größe her verschiedene Container. Ob es die Toilette hinten ist, ob es unser Lagerraum ist oder hier die beiden neuen, die außen jetzt sind, auch noch nicht ganz fertig sind, unsere Gastraumcontainer. Ja, und ich denke mal, jetzt diesen Sommer werden wir so an unsere Grenzen stoßen, dass ich mag gar nicht dran denken. Aber es macht Spaß, wir sind gerne hier. Auch die Crew, die werdet ihr auch gleich noch kennenlernen. Die ersten dann wohl, ja, die erste wird gleich kommen. Das ist jetzt die Uta. Die habe ich jetzt vor kurzem, letzten Monat gerade eingestellt. Das ist so unsere Spülfee und Madame Saucé. Sie kümmert sich um die Soßen, wenn es Jägerschnitzel gibt, wenn es Zigeunerschnitzel gibt, ne, oder Mailänder Schnitzel oder so. Da kümmert sie sich dann immer drum. Und der andere Kollege, das ist der Patti. Der wird mich dann mal vertreten, wenn ich wieder zurück in den Luftfahrtzeugbau gehe. So, dann haben wir jetzt ein Auslieferungsfahrzeug bekommen. Da draußen dieser kleine blaue Flitzer da hinten steht. Damit liefern wir mittags aus. Sie rufen hier an, bestellen dann und dann liefern wir aus zu den Firmen hier. Nicht weiter, nur in Jade-Weserport. Und Ende des Quartals, also bis Ende nächsten Monats, wollen wir noch einen Bäckerwagen haben. Einen Bäckerverkaufswagen, den wir dann auch ordentlich noch bestücken werden und den wird der Patti dann auch nehmen und dann hier die ganzen Firmen abfahren. Weil man sitzt im Büro, ich kenne es selber, man sitzt im Büro, oh, ich könnte jetzt ein schönes Brötchen essen, ach, bis dahin ist aber zu weit. Und dann hört man die Klingel und sagt, oh, Netti geht immer.
Ne? So, und dann zack, holt man sich mal ein schönes Mettbrötchen oder eine oder ein Hafendöner, Frikadelle im Brötchen. Also schon mit Lieferservice. Ja. Genau. Seit 2 Wochen ist die. XXL? Soll ich dir den Prügel mal zeigen? Ja, gerne. Und LKW-Fahrer, wenn die da reinkommen, 2 Meter sind, 140, 150 Kilo wiegen, die nehmen die natürlich sehr, sehr gerne mit. Ja, das ist doch eine Currywurst. Das ist eine Currywurst, oder? Das ist ja riesig hier, das ist ja, Kann man mal nehmen. Wahnsinn, ja. Ja. Wahnsinn. Ja. So, wie viel haben wir es? 10 Uhr. Ich muss die Fritteuse noch machen. Gleich los. Zwei Frikadellen zum Mitnehmen würde ich gerne. Ja. Ohne? Gib es. So, zweimal, ne? Ohne das. Ja. Alles Die Regierung ist heute. Nachschicht. Was? Wir haben hier keine Currywurst. Ein Leben ohne Currywurst? Das auch keinen Sinn. Dann macht das Leben keinen Sinn. Da hast du wohl völlig Zum recht. Mitnehmen. Ja, machen sie dir fertig. Aber ich nehme wieder hier die Pommes mit Supi. Mit Jocki? Ja. Die beste weltweit ist. So, was habe ich denn Die gesagt? beste, die beste? Die Ja. beste weltweit. Ja, weltweit. Ja, definitiv. Ich bin überall rumgekommen. Also weltweit die beste. Ach, ich liebe dich. Hier, guck hier. Ja, es macht aber die Currysoße, ne? Und auch das wiederum. Und das wiederum ist aber auch, die Currysoße ist ja auch Geschmackssache. Ne? Es gibt mit Sicherheit auch welche, die mögen unsere Soße nicht, weil sie vielleicht nicht zu fruchtig ist. Keine Ahnung, das ist alles Geschmackssache. Ne? Denk dran, Jocki drauf, ne? Ja, steht da schon. Ja. Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Ordentlich einmal rüber.
Kann das schmecken? Danke, viel Schönen Spaß Tag heute noch. noch. Guten Hunger. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt liegt ein bisschen da. Oh, dann müssen wir mal gucken, ob das geht. 83. Geht alles. Ja. Vier Male 5 und noch ein Bonus. Hallo! Was hast du heute gesagt? Currywurst Pommes Mayo. Nee, Currywurst Kartoffelsalat. Hab ich gelogen. Habe ich gestern auch gehabt, das ist der falsche Schirrer. Ja, dann muss ich dann neu drucken Ja, mit toll. Kartoffelsalat. Tut mir Umziehen, leid. sofort. Ja. Willst du Mann, essen? Ja, Achso, du willst mit der Hand essen. probiert nicht. Danke. Milch und Zucker, ne? Milch und Zucker, ja. Karton ist unten drunter. Ja. Ja, das ist jetzt nicht, genau. Hast du viermal. Nee, ja, Dabei. Zigeunerfrikadelle mit. Pommes Mayo, Pommes sind drin. Wir gehen einfach mal zur Seite, bitte. Kartoffelsalat fertig. Zweimal Currywurst Pommes Mayo. Ja, brauchst du ein bisschen. Jetzt sind die auch Pommes Mayo. Zweimal. Die sind fertig. Perfekt, oder? Ja. Kartoffelsalat geht raus. Hast du schon Werkzeug? Ja, gut. Sind vielleicht Karl und Markov gefahren? Die Fahrer hier, die habe ich hier, alle hier von uns die Fahrer hier angestellt. Ich sage, wie ihr da oben seid hier. Hast du das jetzt
Oder war hier vorher noch schon mal ein anderer drin? Nein, ich habe das Ding aufgebaut vor knapp 7 Jahren und seitdem ist ja keiner. Ja, Es wollen ganz viele hierher, aber Zwischendurch hier, da war ich auch schon ein paar Mal hier. Und dann habe ich auch unsere Fahrer, jetzt wenn du da unser Heimwerk kannst gut essen und so. Da musst du hinfahren. Das ist ja auch gemütlich. Da kommt auch noch mit dazu. ja, das stimmt. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ganz normalen Bauantrag musste ich stellen. Auf diesen Bauantrag nur für 3 Container habe ich fast ein halbes Jahr gewartet. Ja, dann musste ich nochmal einen Änderungsbauantrag schreiben, weil ich ja vergrößert habe, ne, Container noch angebaut habe, auch nochmal einen Bauantrag gestellt dafür. Ja, das ist, Alles sehr kostenspielig? ja, also alles so, wie es hier steht, hat schon eine Menge gekostet. Ihr müsst euch vorstellen, hier war gar nichts. Hier war Sand. Den Jade-Weser-Port früher gab es ja hier gar nicht. Wenn du noch ein altes Navi hast und du würdest jetzt drauf gucken, stehen wir hier im Wasser. Die Ja? haben ja hier alles aufgespült. Die haben hier den Sand komplett draufgebracht und dann erst angefangen hier mit zu bauen. Hier früher gab es hier den Genius-Strand. Das war so richtig was für Tourismus, ne, wo man sich schön hinlegen könnte und die Einheimischen hier viel gelegen haben. Den haben sie ja weggemacht und dann alles aufgespült. Ja, und dann, wie gesagt, wenn du sowas bauen willst, stehst du jetzt hier einfach nur vor Sandboden. Das heißt, hier muss ausgekoffert werden, hier muss Filz reingelegt werden, hier muss geschottert werden, das muss verdichtet werden. Gleichzeitig müssen aber auch die Leitungen, Abwasser, Gas, Wasser, Elektrik, Telefon, Kabel müssen alles gelegt werden. Oh. Alles auf eigene Kosten? Ja, natürlich. So, und ja, Also- da kommt keiner und sagt, wir unterstützen den. Ja, okay. Ach, was denken wir denn hier? Nein, Ja, so als Nein, gar staatlich gefördert, nee, gar nicht. Nein, gar nichts, überhaupt nichts, nicht ein Cent gesagt. Ne? Um dann hier alles nur geschottert zu haben, dann stehen noch keine Container drauf und gar nichts drauf, bist du schon bei 25.000 Euro. Mit, Ja? mit Gasanschlüssen, mit Abwasseranschlüssen, ne? Ohne Container. Ohne Container. Oh. Ja. Ja. Und dann 3 Stück geholt, die natürlich gebraucht gekauft, an der dänischen Grenze, darauf geachtet, dass sie schon mal als Imbiss zugelassen waren, wegen den ganzen Auflagen. Ja, dann habe ich hier den Spediteur aus dem Jade-Weser-Port angerufen. Ich sage, ich habe hier 3 gefunden, könnt ihr die abholen? Habe die dort oben an der dänischen Grenze zerlegt, getrennt. Und dann haben die mir die hergebracht und dann haben die hier erstmal gestanden, dann habe ich die komplett entkernt. Dann habe ich irgendwann den Kran kommen lassen, als die Baugenehmigung durch war. Und dann habe ich die hier hingestellt, ja, und dann ging das los. Hier drin alles sauber gemacht, alle neuen Leitungen reingezogen, dann die Fachbetriebe geholt, Gas, Wasser, Elektrik, die haben dann durchgeklingelt und geguckt und die Tests gemacht, ob alles in Ordnung ist, haben mir einen Stempel gegeben, dann kam das Bauamt, abgenommen und dann durften wir öffnen. Dann haben wir hier unseren Außenbereich noch, den wir jetzt wieder im Frühjahr wieder schön machen und nochmal vergrößern. Da kommen dann noch 2 von diesen Bänken hin. Sommergarten. Ja, Sommergarten. Sommer, ja. Ja, dann haben wir auch, die Leute lieben das, wenn dann hier morgens, so wie jetzt auch, die Sonne und du hast dann schon, was weiß ich, 20, 25 Grad, dann hier draußen Rührei essen oder so. Ne? Da gehen die voll drauf ab. Ist ja auch schön hier. Das ist ruhig. Und was ist das für ein Unternehmen hier vorne? Das Die- Kraftwerk? Ja, Ja, Kohlekraftwerk. Kohlenkraftwerk. Ja. Wird es wohl auch nicht mehr so lange geben. Okay. Ja.
Und Ja. komm, wir können noch mal gucken, ob wir es sehen. Das LNG-Schiff? Nee, das sehen wir nicht. Naja, stehen die LKWs jetzt vor. Da ganz hinten siehst du sonst immer dieses riesengroße Schiff. Das ist das LNG-Schiff. Ja. Ja, wenn man hier guckt, also ist wirklich Tankstelle, Großfirmen, Kohlenkraftwerk und du. Und ich. Ja. Genau. Ja. Ja, so, und im Frühjahr machen wir es alles wieder schick. Da wird alles wieder, das haben wir bis jetzt jedes Jahr gemacht, immer im Frühjahr alles wieder neu gestrichen, ordentlich sauber gemacht und dann hier alles wieder schön gemütlich und bequem. Nur der einzige Nachteil ist, wir können hier nicht große Schirme hinmachen. Ich hätte hier gerne so einen großen Marktschirm aufgespannt. Mhm. Davon nicht? Hatten wir schon mal. Mhm. Aber wir sind hier auf freier Pläne. Merkst du jetzt schon, wie der Wind kommt? Mhm. Und es ist nicht windig okay. heute. Ja. Da sind wir schon mal hinterhergelaufen hinter so einem Ding. Und der kann ganz hoch fliegen. So, Okay. ja. Aber nächste Aktion, wenn wir dann mal wieder investieren wollen, dann werden wir auch Container hier hinstellen, so 2, 3 nebeneinander. Mhm. Der hintere Teil, da kommen Automaten rein, Versorgungsautomaten, für die, die abends später ankommen, dass sie noch Getränke ziehen können oder Snacks noch rausholen können. Und die anderen werden die Seitenwände alle rausgenommen, nur die Decke und der Boden bleiben drin, dass man so einen Schutz hat, ne? Dass man sich hier draußen hinsetzen kann ja eine rauchen, wenn es regnet oder wenn die Sonne so richtig rumknallt, ne? Dass sie noch im Schatten sitzen. Und es passt halt auch dazu, ne? Wenn man dann halt so eine Gartencontainer so irgendwie hier noch mit hinstellt. Ja. Einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. Was für ein Prügel. Das finde ich als Familie. Familienwurst. Pommes. Wolltest du die auch als Spezial machen? Einmal speziell anmischen. Mir egal. Dann nehme ich eine Curryfrikadelle mit Pommes. Eine Curryfrikadelle mit Pommes. Mayo? Nee, brauchen wir nicht. Zum hier essen. Dann einmal Besteck gleich mitnehmen und dann bringen wir das. Keine Mayo drauf. Den Stüppel da auch noch mit hin. Zack. Alles drauf? Ja, kann raus. Besteck hat er, glaube ich, mit Werkzeug. Ja, ja.
drücken. Stellen wir uns hin. Und maximal eigentlich 13 Stunden Schichtzeit im Allgemeinen. Da sind aber die Schritte mit Pause. So. Lenkzeit 9 Stunden und Arbeitszeit 10 Stunden. So. Über die Arbeitszeit, da brauchen wir gar nicht reden. Pommes. Wirklich spezial. Das ist Brat-Currywurst Spezial mit Pommes Spezial.